serai la fleur de vos vacances. Ouvrez mes pétales et prenez-moi bleu. Je serai le fruit de vos vacances. Venez me cueillir et goûtez-moi verte. Et nous passerons comme pour un jeu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis nous partirons très loin, à jamais jusqu'à demain. Je serai le rêve de vos vacances. Le fond de la mer sera notre nuit. Je serai l'amour de vos vacances. Et tous les toujours d'un si court instant. Et nous passerons comme dans un conte par tous les serments des amoureux. Puis nous partirons très loin, à jamais jusqu'à demain. Warum bist du eigentlich gekommen? Une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud. Einfach so. Ist das schlimm? Mhm. Sag mir jetzt, du. Was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht. Deine Arbeit. Och, meine Arbeit. Erfolgreich, bisschen anstrengend, aber das gehört ja dazu, oder? Hm? Und Stefan? Irgendjemand hat seiner Frau erzählt, dass er sie betrügt. Je peux vraiment pas dire à Catherine maintenant que je viens de divorcer. Scheidung oder Ehrlichkeit kommen überhaupt nicht in Frage. Alles wäre noch viel schwieriger. Aber Stefan ist nicht der erste Mann, der diese Probleme hat. Nein, ich will keine Lösung. Ich bin müde. Die Frankreich ist müde, sagte sie. Tu sais,
La beauté, ça me fait toujours un peu triste. C'est joli ici. Magst du zu? Nein, nein, lass ruhig offen. Oh, du könntest ja ruhig mit anfassen. Nein. Los, Marsch. Ja, darauf. Komm mal. Ich bin müde. Super. Die sind noch ein bisschen leer. Möbel? Ja, die Möbel kommen noch. Bin ja erst neu drin. Keine Möbel. Darf ich? Ich bin ein bisschen schlapp. Ja, wir können uns gleich hinlegen und ausruhen. Gut. Das ist ein französisches Bett. Besser. Kommst du? Ja, ich komm. Ach, mir sagte sich. Oh, schön. Oh, wie schön. Das ist nett. Das ist richtig französisch. Schwarz-weiß. Was sagst du? Du bist nicht müde. Ja, ich freue mich jetzt auf ein... Ist doch nicht. Ah, bitte für dich auch. Oh, nimm du, ich brauche nicht. Du bist ja nicht. Aufwachen. Nein. Ich will nicht. Boah. Das ist tragisch, gell? Oh nein. Stefanie, liebst du ihn eigentlich? Stefanie, würdest du ihn heiraten? Anne, ich kann darüber nichts sagen. Ich finde, Scheidung ist überhaupt keine Lösung und übrigens Heirat auch nicht. Heiliger Georg. Hm? Ja, versuch es doch mal, du kannst es ganz genau. Hm? Versuch es doch mal. Ja, du kannst es nämlich ganz genau aussprechen. Prost. Prost. Und du? Skål. Danke für das Pferd. Danke dich.
Ja, warum nicht? Trinken wir auf einem Pferd. Ich habe zwar noch nie auf dem Pferd getrunken, aber warum soll man nicht auf dem Pferd trinken können? Hast du schon mal auf dem Pferd getrunken? Oh, hier ist es schön. Ja, schaut euch das an. Schönheit macht mich immer traurig. Als ich das letzte Mal starb, Wir haben gesagt, dass es Menschen gibt, die leicht leben und Menschen gibt, die schwer leben. Und du hast gesagt, du bist ein Mensch, der schwer lebt. Man könnte doch die Dinge spielerischer auffassen. Man muss doch nicht alles so absolut nehmen. Man kann doch trotzdem das, was man tut, ganz tun. du liebst Katharina oder nicht? Ja. Richtig? Ja, sicher. Und warum sagst du nichts? Ich liebe auch meine Frau. Das geht nicht. Ich liebe Katharina und ich liebe auch meine Frau. Und du liebst auch Gabriele, du liebst auch Kirke und vielleicht ich auch. Ja, vielleicht ich auch. Bitte Ja, euch, hört vielleicht. auf, den Abend zu verderben. Lass mich in Ruhe mit Stefan, Ja, bitte. wieso? Lass sie doch. Ist doch sehr interessant. Gell, Stefan? Sag mir, vielleicht ich auch, gell? Vielleicht dich auch. C'est trop facile. Ich habe einen ganz anderen Vorschlag. Ich habe einen. Was denn? Na sag. Ich habe einen. Na sag. Na, sag erst mal deinen. Na sag es dann. Na, sag erst deinen. Los. Wir machen einen riesen Spaziergang an die Isar. Nein, das Nein? ist Quatsch. Na dann sag dann. Weißt du du, denn was nichts mehr ich, zu essen? Soll ich was dir was ich mal geben? will? Ich gebe dir noch ein bisschen was. Nein. Ach doch. Die Mutti noch ein bisschen Weißt Milch du, was oder ich so? mal will? Aber hast du überhaupt bei dem zugehört, Was denn? Wobei? wovon ich gesprochen habe? Das weiß ich im Moment nicht. Hilf mir mal. Wovon habe ich gesprochen? Du sollst nicht mal so frech sein.
1500 Mark durchaus als Anfangsgehalt verlangen kann, was sich bei Bewährung und bei Gefallen ihrerseits dann steigern müsste, vielleicht auf 1700. Also da will ich auch nicht ganz kleinlich sein und bin damit einverstanden, dass wir als Anfangsgehalt es bei 1500 Mark belassen. Und wenn Sie sich als Chefsekretärin so bewähren, wie Sie selbst hoffen, dann glaube ich auch, dass Ihre weiteren Wünsche in Erfüllung gehen. Wie ich gesehen habe, sind Sie ja zuletzt als freischaffende Journalistin tätig gewesen. Sie waren also, wie wir uns das jedenfalls so vorstellen, frei und ungebunden. Und ich möchte doch eigentlich sehr gerne wissen, warum Sie von diesem Berufszweig, den ich mir an sich kolossal interessant vorstelle, warum Sie von dem nun abzudrehen und wieder in eine solche eigentlich geregelte Bürotätigkeit überschwenken wollen. Über die Beweggründe, warum ich also den Journalismus, den freien Journalismus für eine Zeit aufgeben möchte, will ich mich jetzt nicht also groß und breit auslassen. Wollen wir mal annehmen, ich komme momentan dort nicht weiter. Sie werden wenn ich von Ihnen höre, dass Sie sich also endgültig positiv entschieden haben, und ich würde Sie bitten, mir das kurzfristig wissen zu lassen, dann würden Sie Ihren Dienst am übernächsten 1. antreten. Ich wollte einfach sehen, ob es noch geht. Was noch geht? Ob ich noch ohne große Anstrengung diesen Job bekomme, hingehe und nur sage, also einfach für meine persönliche Sicherheit, um mich zu bestätigen, glaube ich. Aber fühlen Sie das auf Ihren Charme zurück, so wie Sie da sitzen, oder? Ja, doch schon. Hallo, setz dich. Schon zu einem großen Teil führe ich das darauf zurück, dass man also eine Wirkung auf die Leute hat. Denn noch kann der ja gar nicht wissen, welche, also Papiere können lügen, was ich nun wirklich für Fähigkeiten habe, sondern es ist doch der persönliche Eindruck. Und das hat mir natürlich sehr viel Auftrieb gegeben, dass ich auf Anhieb diese Sache geschafft habe, dass der sagt, ich will sie, ja. Und mir auch das Geld bewilligte, was ihm zunächst mal zu viel war. Also ich kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich Sie so sehe hier. Soll ich mal die Dame rüberwerfen? Ach, Quatsch. Saugrichtig. Ist das besser? Um die, Sie sind delikat. Man könnte natürlich die Weltordnung wiederherstellen, wenn ich da sitzen würde. Ja? Das ist eine Idee. Machen wir das für einen angestammten Platz. Entschuldigung. Ja, wir haben eben eine patriarchalische Erotik, da ist nichts zu machen dran. Kann nicht lachen. Doch. Tschüss. Tschüss. Es ist schon, eigentlich habe ich die Idee, ich müsste mir Verstärkung verschaffen hier, ja? Vous êtes trop fort. Moi? Les femmes. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est une évidence. Sacha, pourquoi tu m'as dit l'autre jour que je dois être sage? Qu'est-ce que ça veut dire? Sage veut dire sage. Dass man sich ungefähr überlegt, was man eigentlich will und dass man dann entsprechend handelt. Und zwar nicht mal so, mal anders, sondern mehr oder weniger konsequent. Oui, d'accord. Mais pour être conséquent, il faut être sûr d'avoir choisi. Natürlich, aber man kann die Wahl dadurch erleichtern, dass man schon vorher möglichst konsequent ist. Und jetzt muss man sich überlegen, wie man sich verhält. Man kann sich nicht beliebig verhalten. Es gibt Dinge, die sich ausschließen. Parce que toi, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Moi, je peux pas faire n'importe quoi. Oui, je peux faire n'importe quoi. Je fais toujours ce que je veux. Mais pas avec moi. Alors, je ne fais rien avec toi. Et pas avec mes amis. Parce qu'aujourd'hui, je suis ici avec toi, je te souris, je te donne une fleur. Demain, tous les jours, je dois maintenant faire ça avec toi? Oui, évidemment. Mais tu es fou. Je ne veux pas. Pourquoi? Oui, c'est la trahison. La conséquence de la sympathie? D'une certaine sympathie, oui. Mais tu es con, tu es fou. C'est la seule possibilité. Il n'y a pas de c'est la seule forme. C'est une forme moyenâgeuse. Ich erwarte von einem Menschen, dass er im Stil desjenigen bleibt,
was er mir zunächst entgegengebracht hat, und zwar völlig freiwillig, eben gratuit. Nicht? Ich habe eine ganz bestimmte Seele, meinetwegen mit einer bestimmten Funktion des Gefühls, mit bestimmten Anhänglichkeiten, nicht? Die zum Teil bereits in der Kindheit festgelegt werden und so weiter. Das kann man nicht beliebig verletzen. Nicht? Moi, je ne veux pas m'arrêter. Pourquoi je dois m'arrêter? Rien n'est jamais définitif. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Pas parce qu'aujourd'hui, je suis ici avec toi. Demain, je dois être responsable de cette promenade avec toi. Pourquoi? Tu es toujours responsable. Oh merde. Tu n'as pas le droit en plus de me traiter de capitaliste parce que je te donne ma sympathie et que je te donne pas plus que de la sympathie. C'est dégueulasse. Le capitalisme, ce n'est pas seulement la politique. Bon, d'accord. Alors je suis quoi? Mais parce que tu es blessé dans ton amour-propre, tu penses que je ne cherche pas? Das ist nicht suchen. Nicht, wenn man sich im Kreis dreht, das ist keine Suche. C'est un cercle chez toi. Tu es dans un cercle. Et alors, si je peux vivre seulement dans un cercle, qu'est-ce que ça peut te faire? En quoi tu peux vivre, mais combien? Et alors? C'est mon problème, c'est pas le tien. Et alors, tu refuses que moi, je puisse vivre avec cette atmosphère. Tu n'admets pas que moi, je peux seulement vivre dans une certaine atmosphère. Parce que ce n'est pas la tienne. Et ça, c'est du fascisme. Bon, et tu me refuses ma manière. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vivable à la longue. Mais c'est mon problème qu'elle ne soit pas vivable. Elle n'est pas vivable pour toi, mais elle est vivable pour moi. C'est ridicule. Pour la plupart des gens, elle n'est pas vivable. Je ne suis pas la plupart des gens. Je suis ce que je suis. Et alors? C'est mon problème. Je ne peux pas vivre autrement que ce que je suis maintenant. Essaie au moins de ne pas blesser Je ne t'ai pas blessé plus que tu ne m'as blessé, Sacha. Je voudrais bien te préciser cette chose. Ne crois pas toujours que ce sont les autres qui te blessent. Tu peux aussi penser que toi, tu blesses les autres. Tu n'es pas le seul à... Mais pourquoi? Pourquoi nous nous blessons? J'en sais rien, puisque tu sais tout. Tu dois le savoir. Tu es tellement rationnel. Tu es tellement plus loin que moi. Explique-moi.
mit Sascha tanzen. Aber er ist so traurig. Geh du, bitte. Na? Geh nicht weg. Geh nicht weg. Liebst du mich? Tu m'aimes. Pas du tout. Tu m'aimes. Na, wie geht's? Was? Wie geht's? Je m'emmerde. Je m'emmerde. Tu veux? Da ist er. Sascha! Wie gehen wir jetzt im englischen Garten pflanzen? Okay? Vive la liberté! Ich bin Prometheus. Jetzt Feuer. Alles. Merde, c'est trop tard. Oh, Feuer. Schön warm, ja. Jetzt habe ich aber Durst auf den Wodka und russische Musik. Die könnt ihr haben. Bitte sehr, meine Damen, nehmen Sie Platz. Wo sind deine russische Platte, Sascha? Einen Augenblick. Zuerst kommt der Wodka. Oh ja. Mit deinem... Was ist das? Das ist ein Gras. Das ist ein Gras, das an der polnisch-russischen Grenze wächst. Das heißt Zubrovka. Und so heißt auch der Wodka. Und dann kommt... Sag mir, wie viel Franken ist. Wie bitte? Dis-moi, wie viel... Na zdrowie. Na zdrowie. Und jetzt kommt die Platte, die gewünschte. Das ist eine russische Zigeunerplatte. Ist das Original? Sicher, nur original. Die Platten und der Wodka. Ui, ein Aroma. Das ist eine Synchronisation, Sascha. Wodka. Ja, genau. Ja. Ganz genau. Allein? Vorsicht, alles automatisch. Sollen wir tanzen? Das ist richtig ein kleiner Wodka, Sascha. Mhm.
Stefanie, du bist unfair. Du machst ein Spiel mit Sascha. Dann eben kein Spiel. Oh, da bist du endlich. Ich habe von dir geträumt. Lass mich an deiner Seite sitzen. Ich bin ganz still. Noch nicht. Sag mir noch. Was willst du wissen? Ich sag dir alles. Liebst du Alles. mich? Ich liebe dich mehr als mich. Ich liebe dich so sehr, kann es dir nicht sagen. Oh, meine Liebe. Darf ich dich fragen, liebst du mich auch? Ja, ich glaube, aber ich bin nicht sicher. Nicht schön? Ich will nicht dich anschauen. Ich will, dass du kommst. Immer soll ich sagen, dass du schön bist. Ja. Ich kann dich kaum anschauen, so schön bist du. Bin ich schön? Ach, liebst du mich nicht? Ich weiß noch nicht. Schau. Ich warte auf dich, ja? Da bin ich. Und jetzt? Bitte nicht. Willst du nicht kommen? Ja, vielleicht. Immer vielleicht. Ich weiß nicht. denn du hier? Warum wartest du denn auf mich? Warum sitzt du hier rum wie ein Häufchen Unglück? Du hast doch gewollt, was ich gemacht habe. Hier, nimm den Kram, leg's ins Auto. Los, steh auf. Was ist denn los? Ach, du lieber Gott. Komm, gib alles rein. Oh, ich habe meine Ohrringe verloren. Geh suchen, los, raus. Na los. Ach, warte.
auf, so ein Gesicht zu machen. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Du nicht? Mhm. Ich auch. Und ein Pilz. Guck. Willst du auch? Nachher. Warum hast du meine Kriegserklärung angenommen gestern Abend? Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass wir Krieg führen. Das war kein Krieg. Aber das Wort ein Krieg. Wenn ich dein Gesicht sehe, sofort habe ich Lust, dir weh zu tun. Man darf nicht seine schwache Stelle zeigen. Doch. Doch, ich finde ja. Dem Menschen, den man liebt. Es ist doch die einzige Möglichkeit herauszubekommen, ob man geliebt wird. Man muss sich doch ausliefern können dürfen. No, tschüss, ihr beiden. Hm? Seid lieb, kleckert nicht so viel rum. Hm? Tschüss. Tschüss, mein Liebes, ich ruf dich an.
muss ein Ding, das in die Luft soll, das fliegen soll, jetzt kilometerweit fahren? Also ich finde ganz einfach, das ist ein ganz menschliches Problem. Der Lärmteppich über den Städten fällt weg, die Rollbahnen fallen weg, eine Stadt wird plötzlich nicht mehr durch Flugzeuglärm gestört. Niemand muss mehr Quadratkilometer von Wald abholzen, um Flugplätze zu bauen. Man muss nicht mehr die ganze Natur mit Beton vollgießen. Eigentlich ist das sogar ein Entwicklungsdefekt. Man tut also Geld in etwas, von dem man gar nicht weiß, ob man es in 3 Jahren noch weiter finanzieren kann. Aber ich meine, müssten Sie sich jetzt nicht klar werden über Ihre eigene Situation, über Ihre Konsequenzen, die Sie jetzt ziehen werden, aus eben diesem Tatbestand? Welche Konsequenzen? Welche Konsequenzen meinen Sie? Ja, fragen Sie sich, ob Sie nicht doch vor Alternativen stehen. Ob Sie nicht vielleicht doch nach Amerika gehen wollen, lieber, als dass Sie hier diese Sache politisch durchfechten wollen. Ich sehe nicht ein, wenn ein Staat so viel Geld in ein Projekt steckt, warum es dann nicht zu Ende geführt werden kann. Warum man dann alles auseinandergehen lässt und in ein anderes Land gehen soll, um sich da wieder... Klar, man müsste gezielter planen. Man dürfte nicht dem was geben, dort abbrechen, dort mal ein bisschen weiterführen, sondern man müsste gezielte Aktionen machen und gezielt durchplanen. Klar machen, was Subventionierung sein soll. Da kann man nicht einfach weggehen. Katrin, ich verstehe nicht. Du nicht. Wenn du für Gabriele interessierst, warum schreibst du nicht sofort in Illustriert? Gabriele interessiert mich als Mensch. Ich denke, sie sind andere Themen mehr interessant. Glaubst du nicht? Ja, natürlich, aber im Moment beschäftige ich mich eben damit. Was möchten Sie von mir wissen? Ja, vor wem singen Sie am liebsten und was singen Sie am liebsten? Chansons, Schlager? Ja, es kommt eben darauf an, dass es ein kommerzieller Erfolg ist bei mir, ja. Und dann kommt es beim Publikum auch an. Und jetzt mit diesen jungen Leuten, mit diesen neuen Leuten, kann ich endlich einmal meine Stimme anbringen. Und da bin ich also, endlich habe ich die Erfüllung gefunden, ja. Mhm. Das ist natürlich sehr wichtig. Ja, die Erfüllung für Sie im Beruf bedeutet für Sie Glück. Glück, auch privat natürlich. Sagen Sie, hängt das eigentlich mit Ihrem Beruf zusammen, dass Sie nicht verheiratet sind? Ich kann mich nicht 100%ig auf eine andere Person einstellen. Und das muss man doch nicht, wenn man zusammenlebt. Das ist eben so, mein Beruf ist mir so wichtig. Und selbst wenn ich mir dann Mühe gebe, ja, für die Person alles zu tun, es kostet Nerven und dann platzt es irgendwann doch einmal raus und dann zankt man sich und ärgert man sich. Und auch selbst wenn man sich zusammennimmt, das lädt sich ja doch eines Tages mal ab, nicht? Und das geht alles... Also ich meine, es geht auf meine Kosten, ja. Und Ärger macht hässlich und hässlich macht einen arbeitsunfähig. Und wenn man arbeitsunfähig ist, ist man wieder nicht glücklich, weil man kein Geld hat und das geht nie. Das finde ich aber richtig. Ich meine, man muss ja schließlich auch lachen, man kann nicht nur ernst sein. Naja. Meine Güte, da schauen sich die Bilder an, da bin ich immer so eine ernste Schöne auf den Bildern. Gell? Nie darf ich lachen. Na, gerade hier mal, aber das kam dann auch durch den Hund, der mir da in die Haare ging und so. Also sonst muss man doch immer ernst sein. Ich liebe halt Freunde, mit denen ich ein bisschen lachen kann und Blödsinn machen kann. Mal tanzen gehen und mal Witz erzählen. Ach, da kenne ich einen Fall, ich sage Ihnen das nicht. Man kann wirklich nicht immer ernst sein. Nee, finde ich auch. Immer diese wunderbaren Gespräche, sage ich. Sagen Sie, wie muss nun der Mann aussehen, den Sie lieben? Einfach sehr außergewöhnlich, würde ich sagen. Aber er muss ganz außergewöhnlich sein. Jetzt dürfen Sie aber nicht lachen, wenn ich Ihnen was sage. Und zwar habe ich mir immer gedacht, wenn Jesus Frauen geliebt hätte, könnte ich mir vorstellen, würde ich ihn auch lieben wollen. Sehr komisch, nicht? Finden Sie sich eigentlich schön? Diese Frage hasse ich. Ja, ich finde mich natürlich nicht schön. Also ich finde mich absolut nicht schön. Naja, also... Na, ich weiß nicht. Ich will jetzt dazu nicht Stellung nehmen, aber Sie sollen... Ja, aber es ist so komisch, ist das. Ich weiß auch, ich bekomme so viel Komplimente und die Leute gucken wirklich immer und sagen, oh, ist die schön. Ja, und speziell, wie ist Ihre Wirkung auf Frauen? Das ist ja immer ein... Ja, das ist sehr eigenartig. Also Frauen hassen mich sofort, ja.
Fast immer. Und also sie hassen mich meistens, ja, auf den ersten Blick. Und dann, wenn sie sehen, dass ich also mich anders gebe, als sie mich im ersten Moment sehen, zum Beispiel ich lache und ich erzähle Witze und bin natürlich, dann mögen sie mich. So, glaube ich, draußen Schilder. Die Schilder müssen rein. Es ist fein, dass du gekommen bist. Komm, lass. Zuerst was Feuchtes oder gleich arbeiten? Gleich arbeiten. Gleich arbeiten. Sie haben nichts Willst dagegen? du was Feuchtes haben? Kannst du haben. Nein, Moment, nein, danke. Sie schreien aber, wenn es soweit ist. Jawohl. Ich melde mich, wenn ich durstig werde. No. Ich habe meine Sachen. Text mitgebracht? Ja, entschuldige bitte, ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Zwei Möglichkeiten. Ich habe mir überlegt, entweder wir machen es in einer rhythmischen Form, so wie ungefähr. Die Katze hat ein Leben, der Mensch hat nur eins. Entweder diese Rhythmusart oder ich glaube, es wäre vielleicht für den Hörer, für den ungewillten Hörer leichter, wenn wir kommerzieller denken. Und zwar so. Die Katze hat 9 Leben, der Mensch hat nur eins. Das ist mir gut gefallen. Was? Ja. Findest du das sofort? Ja? Oh, das ist Ich bin froh, mir ist es egal. Für mich als Musiker ist das andere interessanter. Aber Ich lasse es jetzt nochmal weg. Du machst das Sie haben gleich was Wesentliches auch noch. Worauf geht die Betonung? Die Katze hat 9 Leben, der Mensch hat nur eins. Oder die Katze hat 9 Leben, der Mensch hat eins. Die Katze hat 9 Leben, der Mensch hat nur eins. Genau, deshalb. Schon. Ja. Aber jetzt müsste man sehen, vielleicht hörst du mal mit, wie das dann kommt. Ja? Probier doch. Ha? Darfst du ein bisschen mitsingen? Du kennst ja? Ja, sing mal ein bisschen mit, weil ich kenne es ja noch nicht. Moment, da war noch ein Punkt. Ja, ich finde, dass der Schluss noch wesentlich ist. Lass dich durch nichts verdrießen. Pause. Auch wenn's mal wo brennt, dass du noch den kleinen Schlussgag hast durch die Pause. Lass dich durch nichts verdrießen. Wank. Auch wenn's mal wo brennt. Moment, lass mich Ja? mal. Lass dich durch nichts verdrießen. Pause. Auch wenn's mal wo brennt. Bye. Genau. Die Katze hat 9 Leben, der Mensch hat nur eins. Doch wenn man mich streichelt, mich sehr verwöhnt, ja genau, mich sehr verwöhnt, mich schmeichelt, bin ich das sanfteste, bezauberndste Geschöpf der Welt. Die Katze hat 9 Leben. Dann sind wir im Ausgangspunkt wieder. Findest du das? Drum soll man genießen, genießen jeden Moment. Lass dich durch nichts verdrießen, auch wenn man das kann ich mir schon denken. Ja, doch. Das könnte ich mir Doch, schon denken. das andere ist so ein Abschluss. Ich finde gerade diesen letzten Schweif so ein bisschen Kabarett, findest du nicht? Muss man's genießen? So muss man genießen. Ja. So muss man. Muss man genießen Muss jeden man. Moment. Also ich würde sagen, drum muss man genießen jeden Moment. Lass dich durch nichts verdrießen. Genau. Verstehst du? Genießen ist ja nichts Hektisches. Genießen ist etwas, was man... Das kann man ruhig auseinanderziehen. Ja. Ja. Drum muss man genießen, genießen jeden Moment. Lass dich durch nichts verdrießen, auch wenn's mal brennt. Hier ist ein bisschen tief. Zu tief. Aber vielleicht machst du das Und wir drehen, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Und wir drehen die Zeit, aber jetzt Ja. muss eine Brücke kommen und das weiß ich noch nicht. Das dürfte nicht. Für die Brücke hier. Das dürfte Du, hör keine. mal, ich habe eine Idee. Wie wäre das, wenn du nur Schlagzeug bringst? Nicht schlecht, denn ich wollte sowieso nicht sehr melodiös sein dort. Ja. Das wäre, wenn ich nur. Du einfach... Ja, so. Ja. Oder, nur sowas. Den Rhythmus Ja, beibehalten. Rhythmus weiterlaufen lassen und du musst irgendwie. Und wir drehen die Zeit.
Auch ich bin eine... Ach, ich könnte sprechen. Ja. Naja, ich meine, ich wollte es noch hinterhältig sexy vorbringen. Es ist ein Versuch. Ich denke nur, dass... Nicht tragisch, sondern hinterhältig sexy, weißt du? Das ist besser, bitte. Bitte? Ja, mir riecht's besser. Mach. Dein Wunsch ist mir Befehl. Macht sie nicht gleich Theater und wird renitent. Und jetzt guck, die Katze, ne? Und wenn mal der Kater zu anderen Katzen rennt, macht sie nicht gleich Theater und wird renitent. Auch ich bin eine Katze. Ich fauche und ich kratze, wenn mir was nicht gefällt. Doch wenn man mich streichelt, mich sehr verwöhnt mir schmeichelt, bin ich das sanfteste, bezauberndste Geschöpf der Welt. Die Katze hat nur ein Leben, der Mensch hat nur eins. Doch dieses eine Leben ist besser als keins. Drum muss man genießen jeden Moment. Lass dich durch nichts verdrießen, Schluss, auch wenn's mal wo brennt. Sie ist ein fertiger Star. Also wir kommen wieder genau dahin, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Ja, ich weiß. Das heißt, ein Star wird gemacht, es wird ihm etwas gestrickt, dann soll es verkauft werden, wenn es geht, ist er für 3 Wochen oder 3 Monate im Star. Und dann wird er fallen gelassen. Und Ja. deshalb frage ich mich wirklich, ob wir darüber was machen sollen. Es ist so, ich habe ihr beigepflichtet, ich habe mich begeistert gezeigt, habe gesagt, mein Gott, das wird ein Ohrwurm. Aber jetzt inzwischen habe ich natürlich sie kennengelernt und habe mich auch für die menschliche Seite interessiert. Sie ist ganz zutraulich geworden, hat mir Dinge erzählt, hat mich überall mit hingestellt. Und eigentlich bin ich ja jetzt ein Verräter, denn jetzt dekouvriere ich ja das Ganze. Ich bin nicht sicher, ob sie das nicht auch irgendwo spürt und ahnt. Ja. Aber wie gesagt, den Artikel werden wir, also wenn Sie... Ja, das ist nicht mal. Wie wollen Sie die Geschichte noch machen? Ich sehe die noch nicht ganz. Alles ganz schön? Ja. Ja, prima. Pass auf, so eine Popkomödie. Die Liebe, die sie singen, die Liebe, die sie tanzen und so weiter. Teens und Trends im Aufruhr gegen die Tradition, gegen die Gesellschaft, gegen die bürgerliche Moral. Das wäre doch was, ne? Ja, gut. Wunderbar. Mhm. Prima. Gut, tschüss, wieder schon. Ja. Ja, ich meine, ich sehe die Geschichte immer noch nicht ganz. Das soll also dann so ein halb historischer Abriss werden, halb eine Soziologie des Stars und halb eine Rührgeschichte über ein Mädchen. Na, schaut, in dem Moment, wo wir das bringen, da fördern wir ja das geradezu noch, dass das ankommt. Ich gehe immer nur emotionell an die Sachen heran. Mir fehlt im Grunde das Können, das reine Handwerkliche, wirklich das Wissenschaft. Also wissenschaftlich genau etwas aufzwicken zu können. Ja, nun kann es ja sein, dass Ihnen diese Sicherheit vielleicht gerade nicht von einem Studium herkommt, das Sie, wie Sie richtig bemerken, nicht mehr nachholen können, sondern vielleicht eben von der menschlichen Seite, also zum Beispiel auch von, meinetwegen von der Ehe, oder es muss nicht unbedingt die formelle Ehe sein, aber vielleicht eine Bindung, die Ihnen eine gewisse Sicherheit gibt oder eine gewisse... Hilfe, meinen Sie? Ja, vielleicht das, nicht? Worauf wollen Sie eigentlich hinaus mit Ihrem Beharren, dass ein Partner Naja, gut, nötig wäre? das habe ich eigentlich deutlich genug ausgesprochen, nicht? Man braucht jetzt eigentlich nur die Personennamen einzusetzen. Ich meine, es muss ja nicht eine, wie ich schon sagte, ob sich das nun Ehe nennt oder nicht, das ist ja eine Sekundärfrage. Ich würde sie ganz gern heiraten, aber wie gesagt, es muss sich nicht Ehe nennen, und da gibt es ja Übergangslösungen und ja, eben. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass die Probleme, von denen Sie gesprochen haben, auf diese Weise am besten gelöst werden. Nicht, dass ich Wenn ich Sie nicht liebe. ja, nun, ich meine, man müsste wissen, was das ist, was das bedeutet, sich lieben mit, sagen wir mal, 30 Jahren. Das wissen vielleicht Teenager, die wissen es genau, aber bei denen vergeht es ja dann auch meistens. Solange ich immer wieder die Warten Sie darauf? Erfahrung mache, dass Dinge, die ich versuche zu ändern, dass ich mittue mit meiner ganzen Energie und meinem ganzen Aplomb, wenn ich versuche,
etwas Neues zu finden. Man weiß ja noch nicht, was dieses Neue sein kann, wie es aussieht. So lange kann ich mich nicht entscheiden. Ich kann nicht heiraten, muss ich Nein sagen. Verstehen Sie? Ann, was tust du eigentlich? Was meinst du damit? Du musst doch irgendwas tun. Ja, ich weiß, aber komm, da drüben. Da. Wo denn? Wohin rennst du denn? Da. Ich will überhaupt keine Karriere. Jede Sorte von Karriere lehne ich ab. Ich spiele nicht mit. Wenn man was macht, spielt man mit. Ich krepiere lieber, bevor ich mitspiele. Ich arbeite nur für mein Telefon, für meine Wohnung und so weiter. Aber für nichts sonst auf der Welt. Ich kann jeden Tag was anderes machen. 4, 1, 2, 3. Oh, ich bin eine Katze, ich fauche und ich kratze, wenn mir was nicht gefällt. Doch wenn man mich streichelt, verwöhnt und mir schmeichelt, dann bin ich das sanfteste Geschöpf. Warum? Verstehst du das? Wenn mir was nicht gefällt, doch wenn man mich streichelt, verwöhnt und mir schmeichelt. Das sind die zwei. Ja, so ist Nur, das sind die Sachen, wo man noch machen kann. Ja, ich hoffe es, ich krieg's. Drum muss man genießen jeden Moment. Lass dich durch nichts verdrießen, auch wenn's mal wo brennt. Drum muss man genießen jeden Moment. Lass dich durch nichts verdrießen, auch wenn's mal wo brennt. La 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 la. La 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 la. Selbst ein Leben voll Sorgen ist besser als keins. Die Katze hat 9 Leben, der Mensch hat nur 1. Na? Die müssen wir mal anhören. Hören zuerst oder noch eine machen? Erst hören. Erst hören, wir gehen hören, ja? Kommt her.
das Sanfteste würde ich etwas hinein. Ich würde Ironie. So schnell, Schatz, das ist Kannst du schnell. trotzdem. Sicher, ganz gut bin ich das. Ja? Die Katze hat 9 Leben, der Mensch hat nur 1. Doch dieses eine Leben ist besser als keins. Drum muss man genießen jeden Moment. Langsam sprechen. Lass dich durch nicht verdrießen, auch wenn's mal wo brennt. Und sofort alle Studenten Französisch natürlich haben gestreikt. Und das war natürlich nochmal gut. Das ist nicht ein Spiel für mich, weil ich habe jetzt immer Angst. In Paris eines Tages, ich habe was ist das, eine Beule. Ja, eine Beule auf dem Kopf gekriegt. Und jetzt, ich habe Angst natürlich. Aber es gibt Dinge, die man tun muss. Glaubst du nicht? Wie heißt du? Marianne. Du bist Studentin? Nein, warum? Die meisten sind doch Studentin, zumindest gewesen. Ist das so wichtig? Warum demonstrierst du ausgerechnet hier in Deutschland? Weil ich bin da und ich gehe auch mit Demonstration. Das ist ganz normal, oder? Ja Gott, normal ist es schon, aber weißt du, um was es hier überhaupt geht bei der Ja, Demonstration? natürlich weißt du. Wir machen eine Weltrevolution. Man erinnert sich sonst nicht so weit zurück. Es war aber, das kann ich haarkreuz zeichnen. Ein Zimmer, in dem rotes Inlet, also waren wohl die Betten abgezogen. Das war verdunkelt. Ich bin da reingegangen und habe da wohl also angefangen, mit mir selber mich zu beschäftigen, mich zu entdecken, mit mir zu spielen. Und es kam jemand rein von den Erwachsenen, also einer meiner Elternteile, und hat mich da rausgezogen und schrecklich verdroschen. Und ich glaube, dass das ein Auslöser dafür war, dass ich sehr viel später erst wirklich ohne Scheu alle diese Dinge betrachtet habe und getan habe. Und zum anderen wäre mir sehr viel früher aufgegangen, dass man durch den Autoerotismus unabhängiger vom Partner wird. Ich würde sagen, das ist das andere Extrem. Aber sagen wir mal, ein Kind, das nun gesagt bekommt, du darfst jetzt fröhlich onanieren, dann würde ich sagen, ist der Schaden fast genauso groß, als wenn die Wirkung wäre möglicherweise, die Konfusion, die daraus entsteht, genauso groß wie die Wirkung der repressiven Erziehung. Wenn man diese Dinge vollkommen natürlich einbezieht in unser Leben und die Kleinen bereits so erzieht, dann glaube ich einfach, dass die Chance viel größer ist, dass wir glücklicher werden. Freier und glücklicher. Halt schön fest. So ist gut. So ist ein richtiges Pferd. Und jetzt machen wir 1, 2, 3. Hops, 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 hops.
7, 8, 9, 10. Rate mal, du, Katrin. Oh, das weiß ich nicht. Nein, ich weiß, du weißt nicht. Aber sag mir eine Zahl. 4. 4, gut. Guck mal. Ja. Das ist nicht schön? Schön. Noch? 7. 7. Eine, noch? Ja, da. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Mehr. Noch. Noch ein. Noch, immer Ja. noch. Guck Alle? mal, guck mal. Oh, alles alle mein Teiliger Liebe. Georg. Ja, ich liebe das Pferd. Ist das nicht schön? Bitte, was ist mit Kirke? Ja? C'est une femme très étrange. Formidable. Kann man deine Kirke mal kennenlernen? Nee, noch nicht. Elle voyage. Elle voyage beaucoup parce qu'elle a beaucoup d'argent. Sie verheiratet? Nee, manchmal. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Elle est nymphomane, elle est mythomane, elle est kleptomane. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle est kleptomane quand elle veut être kleptomane. Elle peut même faire sauter la tour Eiffel si elle veut. Ça, c'est une femme, je trouve. Soll ich das machen? Das ist eine Überraschung. Kommt rein. Was macht ihr denn immer so? Arbeiten, das weißt du doch. Ich habe auch gearbeitet. Ich habe die ganze Nacht eine Geschichte geschrieben. Wollt ihr sie mal hören? Übrigens, meine Geschichte ist eine Kindheitserinnerung. Auf dem Hof, wo ich aufgewachsen bin, da haben wir immer Schweinereiten gespielt. Aber mancher erwischt nur den Schwanz und schleift ihn hinterher. Wer am längsten drauf blieb, hatte Glück. Ich bin wahnsinnig dreckig geworden manchmal. Ich habe mir Katharina vorgestellt, wie sie die Liebenden beschützt. Ist Katharina altruistisch? Die Indianer von Chichicas-del-Mango tun das, was sie gelernt haben. Wir tun das, was wir gelernt haben. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die mehr tun können, als was sie gelernt haben. Wir können uns immer nur das vorstellen, was es schon gibt. Nicht Ehe, das gibt es gar nicht. Und eine Alternative zur Ehe auch nicht. Und was hast du mit Katharina zu tun? Nichts. Wir sind Freunde. Aber Stefan und Katharina haben dich besucht. Ja, ich war krank. Aber was habt ihr dann gemacht? Was haben wir gemacht? Katharina hat mir einen Strauß Iris gebracht. Und Stefan hat sich an mein Bett gesetzt. Und dann? Und dann? Was und dann? Aber erzähle ein bisschen mehr. Was willst du von Stefan?
Wir haben viel Spaß miteinander. Eigentlich müsste Stefan davon träumen, dass alle Frauen ein Sex auf der Stirn haben. Und dann könnte er gehen auf der Welt und bon. Dans le jardin de mon père, Monsieur de Malfouque est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la belle à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort. Ich will sterben. Dans 1000 ans, demi peut-être, se désolera encore. Dein Treu hast mir versprochen, in rechter Stetigkeit. Es bleibt selten ungerochen, feins Lieb nit von mir scheidt. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Das war eine Entscheidung. Nein. Ich finde das heute einfach viel zu pathetisch, zu sagen, Gabriele ist das Spiegelbild einer Gesellschaft. Ich habe andauernd über das Phänomen Star nachgedacht.
Und was hast du gefunden? Ja. Dankeschön. Außerdem habe ich über dich nachgedacht. Ich finde, du bist eine Elektra. Ja. Siehst du den Vogel da drüben? Au! Nein. Dummes Tier. Und jetzt? Das kannst du nicht. Was ist denn nun wieder los? Ich will einen Apfel. Sofort, kauf mich einen Apfel. Reicht denn das? Ich will spazieren. Bring mich spazieren. Und was noch? Manfred, ich bin so traurig. Guck mal. Da ist ein Flugzeug. Ich kenne noch einen Manfred. Ja? Ja, sagte sie. Und warf ihn zum Fenster raus. Ich bin noch traurig. Liebst du mich? Ja oder nein? Du bist immer traurig, Manfred. Weißt du? Nein. Das ist eine lange Geschichte.
wenn man so lange auf ein Mädchen wie Anne gewartet hat, ist man im entscheidenden Moment nur noch müde. Machst du die Augen bitte zu? Schmusch. Machst du zu? Ja. Jetzt guck. Das ist für mich? Ja, das bitte. Ja. Ein Herz. Und dein Stein? Sachez m'oublier, mais gardez vos vacances. Laissez-moi partir, soyez-moi regret. Je serai la fleur de vos vacances. Ouvrez mes pétales et prenez-moi bleu.
Wenn ich ihn beschreiben müsste, würde ich sagen, sein Gesicht ist ein bisschen schief. Sein Haaransatz ist auf der linken Seite etwas tiefer. Und wenn er den Kragen so hoch schlägt, sieht er aus wie Chopin. Was Glück sein könnte, das kann ich nur negativ formulieren. Ich muss mir die Konsequenzen einer Entscheidung vorstellen. Dann weiß ich, was ich nicht will. Ja, das stimmt. Aber wenn Sie das in Bezug auf eine Ehe meinen, kann ich das nur positiv formulieren. Ich muss es positiv sehen. Das ist richtig. Ich darf das nicht negativ sehen. Das sollen Sie vielleicht auch tun. Aber wovor man sich hüten sollte, das ist eine Reformation des Glücks, eine falsche Liebe zu den Anfängen.